Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. Weiter geht's Richtung das Auge vom Grab. Das Auge war im Grab. So, lesen muss man können, ne? Hier kommen wir ja nicht durch, also müssen wir da hoch, ne? Dann gucken wir uns hier doch mal um. Oh, da passiert etwas. Die merken die was denn hier rumrandalieren. Hör doch auf damit. Denken auch, sie wären die coolsten, ne? Wir heilen uns jetzt erstmal ein bisschen. So. Hier sieht's gut aus. Weiter geht's. Immer tiefer hier rein. Eine Werkbank. Da hatten wir letztens ja schon mal geguckt. Munition. Okay. Es war eigentlich uninteressant. Das war ein Keepraum. Beziehungsweise ein Safe-Raum. Den benötigen wir jetzt gerade noch nicht. Das war der Raum mit dem flackernden Licht. Okay. So. Jetzt sollen wir auch wirklich zu der Kirche und da waren wir ja schon mal. Da waren wir doch schon mal. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Mal gucken. Neuigkeiten zu Nurse Crane and her dispensary. That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. So, mal gucken. Haben wir persönliche Fragen zu Ihnen? Nein. Und sonst nichts mehr. Goodbye. Dann gehen wir doch mal weiter. Gottes Haus hat ja zu. Da dachte man eigentlich, dass Gottes Haus hat 24/7 für mich geöffnet. Oder zumindest Gott hat immer für mich Zeit. Danke fürs Blütlein. Man merkt halt, die Gegner sind etwas schwach. Aber auch nur aus dem einzigen Grund, wir sind etwas über denen. Mit einem Level. Yes. Good evening, Erden. Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Ja, Neuigkeiten zu Have you Schwester recent Dorothy. news of Nurse Crane and her dispensary? I don't know much about the woman. Ah, toll. Er hat mir jetzt richtig weitergebracht. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Ja, sind Sie nicht Are you neugierig? not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Oh, sie ist eine Heilige. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. Das hat ja richtig weitergebracht. I'll leave you alone. Auf Wiedersehen, ne? Weiter geht die Reise.
Auf der Seite kommen wir rein. In Gottes Haus. Hello again. Kann sie jetzt reden? Nein, die kann ja. Very well. Oh, warte mal, da war noch was. Hello again. Da war noch eine Sache. Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Very well. Die macht ja gar keine Goodbye then. Bewegung mit dem Mund. Vielleicht ist sie ja traurig. Vielleicht sollte man jemand sie umarmen. Ah ja, hier haben wir immer noch ein Blumensträußchen. Immer das gleiche hier. Ich wirf dir Müll weg. Mach keiner auf. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Das ist eine persönliche Angelegenheit. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Ja. Eigentlich das. Aber möchte jetzt Ihnen nicht einfach so sagen, dass ich das bin, was ich bin. Aber My versuchen wir words for mal. one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Würde das nehmen. Meine Schwester wird das immer weiter aufgeklärt, aber normalerweise weiß er ja, dass seine Schwester tot ist. Aber nicht, dass er jetzt gleich sagt, ja, ich habe sie umgelegt. Nehmen wir lieber das. know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet. Es war ein Unfall. Ich würde sagen, sie wurde ermordet. Aber es war aber auch wiederum ein Unfall. Ich würde sagen, es war eher ein Unfall. Aber er ist eigentlich ein Mörder. Sie wurde zur Ruhe gebettet. Es war ein Unfall. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son?
Sie ist meinetwegen gestorben. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Oh. Forgive me. You have been hurt, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Der Pater, der hat die ja heute erst beerdigt. Und er sagt eiskalt, ich war das. Es tut mir leid, Mary. Mann. Richtig schlau, der Typ. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Als ob Gott uns je irgendwas machen hätte können. Würde es einen Gott geben, würde es keine Vampire geben, ne? Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Auf Wiedersehen. Und weiter geht die Reise. Ja, wir sollen zu Edgar. Aber ich möchte auch noch die Dame zu überzeugen, dass sie nach Hause geht. Die Witwe. Also will ich das als erstes machen, bevor ich mit der Hauptquest weiter fortfahre. Daher muss ich erstmal gucken, wie kann ich das überhaupt beeinflussen, dass sie nach Hause geht. Was, 10 Grad laufen wir mal. Ich muss jetzt selber erstmal wieder gucken. Oh, kann man looten? Loot tut immer gut, sage ich immer. Das waren 2 einfache Gegner. Aber mittlerweile fühlt man sich auch ein bisschen mehr in den Charakteren rein. Oder besser gesagt in den Charakter, was ich spiele. Von daher ist es auch ein bisschen leichter, mit da umzugehen mit den Sachen. Wir gehen jetzt auf den Friedhof. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Ah. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. Der Teufel. It's your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Wer bist du? Schluss mit deinen Rätseln. Warum ich? Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur.
Oh, ich dachte, ich könnte ihn jetzt noch andere I've Sachen had enough fragen. of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Wieso So the ich? vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Wieder eine Information mehr, was wir mit Edgar Are you all right? besprechen können. My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiaoshun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Ah, guck mal. Erstmal könnten wir ja über der Have you Schwester Doris recent sie mal news vorher of Nurse fragen. Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Gucken. Welche persönliche Fragen haben wir zu ihr? Oh, nee, die machen wir jetzt gleich. Wir nehmen erstmal... Haben Sie keine Freunde oder Familie? Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Wir trauen alle auf unsere eigenen Weise. Oder Traurigkeit kann gefährlich sein. Nein. Alleine ist es noch schlimmer. Nein, I've seen eigentlich many deaths in jeder my trauert auf seine Weise. And we all grieve in our own way. Some stay silent or need to shout. Others need company. And some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reid. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Sie verstehen nicht warum. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Warum gibt sie sich die Schuld? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Oh. Jetzt weint sie nur noch. Das machen wir als letztes. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I.
Vielleicht auch gemeinsam. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Ja, eigentlich bin ich Ihrer Meinung. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reid. Aus anderen Gründen sind wir auf dem Friedhof. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Eine nette Dame, muss man ehrlich sagen. So, jetzt haben wir alles hier durch mit ihr. Goodbye for now. So many new graves. Why do I still feel so disconnected from the others then? Wir haben ja gerade davon erzählt, dass wir von einer Seuche oder auch eine Seuche haben. Aber vor ihr konnte ich jetzt gerade das hier nicht machen. Schade. Daneben geschlagen. Daneben geschlagen, die Fähigkeit. Mist. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Kettenreaktion. Oh, was zeigt der denn aus? Ah, der Blutungssachen aus. Oh. So. Tagebuch. I have this thirst for blood. Wir haben eine neue Seite im Tagebuch. Wo ist denn das Tagebuch noch gewesen? Das sind die Kapitel, Sammelobjekte. Nee, das war doch hier, oder? Geschichte, hier haben wir Infos zu den Menschen über den einzelnen Städten. Bei Chapel werden wir sie nochmal, denke ich mal, sehen. Haben wir hier noch einen unbekannten Bezirk. Sind es nur 4 Bezirke, was man hat? Aber wir haben hier gerade eine Tagebuchseite und ich weiß jetzt nicht, welche Geschichte es davon war. Muss ich noch einmal nachgucken demnächst. Dann werden wir die uns mal durchlesen. Ich werde jetzt euch nicht damit aufhalten, mich beim Suchen der Geschichten anzugucken. Was haben wir hier denn? Wir haben ja wieder jemanden, der rumschreien möchte. Der schreit nicht mehr. Immer diese Leute, die schreien müssen, ne? Ach, der hat was bewacht. Aber wir sollten auch gleich mal Richtung Edgar gehen. Und mit ihm mal ein bisschen drüber reden, was denn jetzt zur Sache ist, was wir alles rausgefunden haben. Wobei ich habe immer noch das Gefühl, dass dieser Edgar nichts Gutes in Schilde führt. Meine Meinung.
2000 Punkte. Wir können unsere Fähigkeit Blutspeer nochmal verbessern. Auf Stufe 2 bringen. So, und danach können wir den Pfad oben dann lang gehen. Da hätten wir halt eine geringere Reichweite, ne? Hier machen wir zwar mehr Schaden, aber die Reichweite ist halt nicht so hoch. Und hier hätten wir mehr Reichweite, aber 50 Schaden weniger. Ich würde die höhere Reichweite dann später nehmen. Würde dann eher hier unten lang gehen. 50 Schaden zwar weniger, aber dafür eine höhere Reichweite. Oder heißt es? Verglichen mit den ursprünglichen Speer sind Reichweite und Schaden der einzelnen Speere geringer. So, hier nehmen wir uns Reichweite. Ja, dann macht das ja eigentlich nur da oben Sinn. Nicht wahr? Das soll bedeuten, wir bekommen weniger Reichweite. Aber warum haben sie denn den unteren Reiter? Das sind dann halt 3 einzelne Speere, oder wie soll ich das sehen? Die dann gleichzeitig auf einen treffen. Jeder Speer macht dann die 600 Schaden. Und dafür haben wir eine geringere Reichweite. So wird das, denke ich mal, sein. Bestätigen das jetzt. So, damit haben wir unsere Fertigkeit schon mal ein höher bekommen. Ja. Information zu den Menschen. Ist ja klar. Mal irgendwas. Ah. Die analysieren wir doch mal. Die können wir wieder nicht aufwerten, ne? Ne, da fehlen uns noch kleiner Teil eines guten Griffs. Gibt es nachher noch bessere Waffen? Hoffe. Oi! You just there! It's too fucking fast! Nicht schlechter Speer. Definitiv nicht schlecht. Das gerade richtig gesehen, haben wir gerade die metallischen Teile bekommen. 2 Stück. Nee. Jetzt kann ich was... Wo wir die herbekommen, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, aber wir gehen jetzt erstmal weiter suchen. Erstmal zu Dr. Swansea, würde ich sagen. Ist es in der Richtung dann gleich? Nach links rum. Muss mich gerade ein bisschen orientieren. Geht es hier in... Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin, ne? War das nicht damit Dorothy? Damalige Geschichte? Wir haben hier auf jeden Fall wieder Gegner. Ein Gegner bedeutet immer XP.
So. Jetzt haben wir eine. Rottet die Schädlinge aus. Keine Gnade, keine Ausrede, keine Vergebung. Dies sind die einfachen Regeln, die alle Mitglieder des Clubs bei einer Begegnung mit Skulls beachten sollten. Wenn sie einen finden, merzen sie ihn aus. Wenn sie vermuten, dass ein Vampir Skulls erschafft, melden sie ihn augenblicklich Vergal Bencher und mir. Skulls sind eine anhaltende Bedrohung für uns, da diese verabscheuungswürdigen Wesen keine Kontrolle über ihren Appetit und ihre niederen Instinkten haben. Ein Skull sollte nur dann zeitweise verschont bleiben, wenn er uns sinnvolle Informationen für unsere Vorhaben liefern kann. In jeglichen anderen Fällen muss London von diesen widerlichen Schädlingen gereinigt werden. Aus Die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Ja, also, wir sollen die alle auf jeden Fall töten. Bin ich der Meinung. Ich würde sagen, den Rest werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. In der nächsten Folge gehen wir dann zu Dr. Edgar Svensi und werden mal gucken, was er uns so berichten hat oder was wir halt, ja, Informationen, welche wir alle gesammelt haben und mal gucken, was er denn darauf antwortet und was wir dann als nächstes bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.